2025 ist da und schon jetzt haben wir krasse Ankündigungen und krasse Erwartungen, was dieses Jahr alles kommen und passieren wird. Und kleiner Spoiler, das Allermeiste dreht sich mal wieder um KI-Systeme. Warum? Naja, ganz einfach deswegen, weil dort momentan die ganzen Investorengelder reinfließen und wo Geld da ist, passiert viel. So einfach ist das. Und da ist momentan so viel Geld da und so viel neue Entwicklungen finden statt, dass am meisten passiert. Natürlich wird uns auch in anderen Bereichen was erwarten, aber das sind eher unerwartete Sachen, wie zum Beispiel Hacks und Angriffe. Aber die meisten Neuentwicklungen werden uns hier erwarten. Und ganz speziell meine ich damit KI-Agenten oder AI-Agents, für die, die im englischsprachigen Raum unterwegs sind, aber auch noch zwei weitere Themen, um die wir gleich noch reden werden. Warum Agents, warum nicht AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz? Naja, an der wird zwar geforscht und ich erwarte auch, dass wir da einige Fortschritte machen, aber Agents sind etwas, das wir brauchen, bevor wir AGI haben. Und Agents funktionieren einfach aktuell noch nicht. Das wird also vorher kommen. Deswegen vermute ich, dass das eher 2025 kommt. Ihr habt heute allerdings sehr viele meiner Einschätzungen. Das ist natürlich meine persönliche Erwartung. Und mein persönliches, klar, ich habe einen Blick auf die Szene, aber ich kann natürlich auch keine Zukunft vorhersagen. Leider, das wird einiges einfacher machen. Okay, wir starten aber mit einem anderen Thema. Nicht AI-Agents, sondern Video. Video ist etwas, und damit meine ich explizit nicht Sora oder Veo oder wie diese ganzen Videogeneratoren heißen. Video ist etwas, das jetzt neu dazukommt. Und Video ist eine Art Grundvoraussetzung für das, was danach kommt, wie ihr auch sehen werdet. Sowohl für Agents als auch für das zweite Thema, was ich jetzt noch nicht spoilern möchte. Video ist extrem wichtig, weil wir über unsere Augen mit Video sehr, sehr viel arbeiten. Und ich will euch das mal ganz kurz illustrieren. Klassischerweise haben wir eine KI, die verarbeitet Text in einem Large Language Model, wie zum Beispiel GPT 3.5, 4 und so weiter und so fort. Und auch O1 ist ein reines textbasiertes Modell. Das kann Text verarbeiten und spuckt euch Text aus. Mehr geht da erstmal nicht. Während eine Sache gab es im letzten Jahr schon und das war GPT-4o zum Beispiel oder auch Gemini übrigens von Google. Die sind wirklich nativ multimodal. Und das ist eine große Neuerung gewesen, denn sie verarbeiten Text, Bild und auch Ton rein nativ. Das heißt, sie brauchen kein extra Modell, um das zu verarbeiten. Sie haben nicht eine extra KI, die Bilderkennung macht und verarbeiten dann das, was die ausspuckt, in ChatGPT oder in Gemini, sondern sie verarbeiten das mit demselben Modell. Das heißt, ich kann in dieses Gehirn sozusagen, wir nennen das Modell jetzt einfach mal Gehirn, okay? Man kann in dieses Gehirn nicht nur Text reinstecken, sondern auch Bilder und Ton. Und zwar direkt, ohne dass vorher jemand anders uns das Ganze in Text übersetzen muss. Und wir können auch genau dasselbe wieder ausspucken aus diesem Modell. Das heißt, wir können aus ChatGPT 4o, zumindest in der Theorie, Bilder ausspucken und Ton ausspucken lassen. Das wird nicht über eine extra KI gemacht. Ich habe das hier unten mal versucht, ein bisschen zu illustrieren. Der nicht multimodale Ansatz wäre, wenn man einen Text eingibt und sagt, hey, erstell mir mal ein Bild. Dann wird das zu einem anderen Text gebaut und dann wird zum Beispiel mit einem anderen KI-Modell wie DALL-E ein Bild erstellt. Das wäre explizit nicht multimodal und theoretisch macht das ChatGPT aktuell noch so, aber in der Theorie, und Gemini kann das auch tatsächlich, die können direkt die Sachen hier verarbeiten, also Text, Bild und Ton, und spucken euch auch tatsächlich direkt aus demselben Modell wieder Text, Bild und Ton aus. So, das ist der Stand, den wir aktuell haben. Und jetzt kommen zwei Sachen neu dazu, nämlich VLMs und Text-to-Video. Und die kennt ihr teilweise zumindest schon. Und zwar VLMs bedeutet Video Language Models. Das heißt, wir verarbeiten Video nativ im selben Modell wie das, wo wir Text, Bild und Ton schon verarbeiten können. Also zum Beispiel in ChatGPT 5o zum Beispiel. Könnte es sein, und Gemini kann das theoretisch auch schon, dass wir direkt das Video verarbeiten können. Und fairerweise, es geht in Ansätzen schon jetzt mit den Videochats. Dazu werde ich nochmal ein separates Video machen, weil ich die auch vergleichen möchte. Sowohl Google als auch OpenAI haben ja ihren Videochat vorgestellt. Das heißt, ihr könnt mit der KI telefonieren und eure Kamera dazu anmachen. Also verarbeitet die auch das, was
die Kamera sieht. Okay? Und das ist technisch gesehen schon eine Art Video Language Model. Jetzt, warum sind Video Language Models so besonders? Naja, wir als Menschen, wir müssen immer überlegen, wie lernen wir denn am meisten? Lernen wir am meisten, wenn wir einfach ein Buch lesen? Fairerweise nicht unbedingt. Wenn wir ein Buch lesen, dann haben wir vielleicht das theoretische Wissen dazu, aber in den meisten Fällen sind in dem Buch zum Beispiel Bilder enthalten und im besten Fall haben wir auch eine Videoanleitung, wie etwas funktioniert. Deswegen ist YouTube so erfolgreich. Und wenn wir eine Videoanleitung haben, wie wir zum Beispiel mechanisch einen Schraubenzieher drehen, dann lernen wir das viel eher, als wenn wir eine Textbeschreibung haben, wie man jetzt einen Schraubenzieher dreht, weil wir sehen es direkt. So, und deswegen stecken sehr viele Forscher in Video Language Models, also in VLMs, extrem viel Hoffnung rein. Zum Beispiel hier Jan LeCun von Meta vergleicht das explizit so, wie Menschen und Tiere lernen, nämlich durch visuelles Beobachten. Und Video Language Models machen im Grunde genau das. Das ist kein wörtliches Zitat, das hat er ungefähr so gesagt über mehrere verschiedene Essays verteilt. Ich habe das mal versucht für euch zusammenzufassen. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, das ist die Einrichtung. Das heißt, wenn wir Video verarbeiten können, können wir davon ausgehen, dass das eine starke Verbesserung von Verständnis wird, weil sie natürlich das sehen, was wir auch sehen. Das heißt, man versteht im Endeffekt den dreidimensionalen Raum viel besser und was wir da wirklich tun. Man erwartet, dass das auch zu einem besseren Verständnis von allem Möglichen führt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon jetzt die Möglichkeit, Videos zu erstellen. Und zwar mit Sora, Veo und Kling. Und noch ein paar anderen, Runway und das andere Tool, was ich nicht aussprechen kann, seien da auch mal kurz genannt. Dazu vielleicht auch nochmal ein separates Video. Hier ist eher eine Zusammenfassung, was eigentlich jetzt dann kommt. Videos zu erstellen, das geht jetzt schon nicht unbedingt mit Ton, aber mit Text und Bild. Und das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, erstelle mir ein Video von dem und dem. Was schwierig ist, weil, naja, wir müssen ja erstmal irgendwie rausfinden, wie das aussieht. Und diese Informationen hat man in einem VLM viel, viel mehr. Aber die aktuellen Text-to-Video-Modelle sind nicht auf Video als Eingabe trainiert, sondern nur auf Video als Ausgabe. Was es ein bisschen schwieriger macht. Deswegen, wenn man ein Bild reingibt und zum Beispiel eine Textbeschreibung, was getan werden soll, funktioniert das meistens sehr viel besser, weil wir dann schon eine Art Voraussetzung haben. Wir wissen schon ungefähr, wie das aussehen soll. Und deswegen, Sora, Veo und Kling sind schon sehr, sehr gut. Aber ich erwarte, dass die natürlich dieses Jahr noch sehr, sehr viel besser werden, weil wir wahrscheinlich noch mehr Video als Eingabe auch in den Lerndaten finden werden. Und was jetzt wirklich neu dazukommt, was ich erwarte, dass wir dieses Jahr zumindest noch in Ansätzen sehen werden, ist eine Art multimodales Modell, das auch wirklich Videos als Eingabe hat und Videos als Ausgabe hat. Denn wenn ich ein Video einlese, dann kann ich damit sehr, sehr viel mehr machen, kann sehr, sehr viel besser verstehen, wie das alles zusammenhängt, wie 3D funktioniert, wie Bewegungen in einem Raum funktionieren, wie Schrift funktioniert und all das, womit eben Sora zum Beispiel aktuell noch Schwierigkeiten hat. Und wenn ich das dann in die Ausgabe packe, dann sehen die sehr viel mehr zusammenhängend aus. So, das ist das Erste, was ich erwarte. Und wie gesagt, das ist eine Voraussetzung für die zwei nächsten Sachen, die noch kommen. Das heißt, hier ist schon sehr, sehr viel Grundlagenarbeit drin. Wie gesagt, Sora, Veo sind ja schon da. Und auch der Videochat funktioniert schon. Jetzt muss man das noch zusammenpacken, um die beiden nächsten großen Aufgaben auch meistern zu können, in einer gewissen Art und Weise. So, und jetzt einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Es passiert so unfassbar viel. Ich kann euch hier natürlich nicht über alles auf dem Laufenden halten. Deswegen versuche ich, hier die wichtigsten Sachen abzudecken, damit ihr so einen groben Überblick habt, was eigentlich gerade passiert. Und für die anderen, die noch viel, viel mehr wissen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal der Newsletter, der mittlerweile wirklich, wirklich cool ist, weil ich nicht nur einen Hauptnewsletter habe, wo die wichtigsten aller wichtigen Sachen drin sind, sondern ich habe jeden Tag, also 7 Tage die Woche, wenn ihr das wollt natürlich, ihr könnt das alles einstellen. Ich habe 7 Newsletter, jeden Tag einen, und zwar für verschiedene Kategorien. Es gibt den einen Hauptnewsletter, wo die wichtigsten Sachen drin stehen, und dann gibt es aber zum Beispiel einen, der kommt am Montag, da steht dann alles drin, zum Beispiel für Big Tech, also alles, was die großen Firmen beschlossen haben. Und dann gibt es einen, der ist nur für KI da, also wirklich alles, was im KI-Bereich passiert ist, in den wichtigeren Bereichen. Ja, also das reicht völlig aus für eine E-Mail, glaubt mir. Dann gibt es einen für Softwareentwickler, dann gibt es einen für Cybersecurity und es gibt einen für Netzpolitik und so weiter und so fort. Und ihr könnt da wirklich euch einstellen, ey, ich will
die wichtigsten Sachen will ich erfahren. Das sind die Kategorien, die ich wissen will. So, über Patreon könnt ihr aber sogar noch mehr euch das alles zusammen manchen sozusagen, genauso wie ihr das haben wollt. Und hier will ich einmal ganz kurz sogar ein Beispiel geben. Das sind alle Kategorien, die wir haben. Ja? Also wirklich alles, was man sich so im Technikbereich überlegen kann. Ich beschränke mich auf den Technikbereich, weil ich mich da auskenne. Und ihr könnt einstellen, wie wichtig euch die jeweiligen Themen sind. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, Cybersecurity will ich alles, was 8 ist, dann bedeutet es, ihr bekommt alles, was 8, 9 oder 10 ist. Also die relativ wichtigen Sachen, die wichtigen Sachen und die ultra wichtigen Sachen. 10 ist das, was wirklich für meine Oma relevant ist, während 8 ist das, was für viele relevant ist. Und 9 ist wirklich für alle relevant. So ungefähr habe ich das gebaut. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, aus dem Cybersecurity-Bereich 8, 9 und 10. Aus dem Big Tech-Bereich nur 9 und 10. Artificial Intelligence wollen wir gar nicht, interessiert mich nicht. Software Development interessiert mich nicht. In dem Fall Hardware wollen wir alles, was 6, 7, 8, 9 und 10 ist. Also schon durchaus viel haben. Und so weiter und so fort. Und Privacy wollen wir einfach wirklich alles haben. So könnt ihr euch wirklich euren eigenen Feed komplett custom zusammenstellen und bekommt den dann als RSS-Feed, den ihr beispielsweise in euren Lieblings-RSS-Reader reinmachen könnt. Das funktioniert im Browser, das funktioniert in vielen, vielen Apps. Und ich habe tatsächlich auch eine App, die ein RSS-Reader wird, gerade im Play Store. Die wird gerade von Google reviewed, habe ich heute Morgen abgeschickt. Dauert wahrscheinlich so 1 bis 2 Wochen, zumindest sagt Google das. Und dann könnt ihr euren eigenen Feed auch dort reinpacken. Und ein kleines Highlight, die wichtigen Sachen sind auch mittlerweile komplett vertont. Die habe ich von der KI vorlesen lassen, was ich irgendwie sehr, sehr cool finde, weil ich höre tatsächlich ganz gerne, während ich zum Beispiel am Kochen bin, da einfach zu. Und ja, das ist für mich auch so ein kleines Highlight gewesen. Nee, weil es mir die Arbeit einfach leichter macht. Cool. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und wir reden jetzt über Nummer 2. Und zwar Robotik. Jetzt muss ich ganz kurz sagen, Robotik ist ein riesiges Thema. Ja, wir hatten das auch schon im Studium. Das war so 2012 bis 2018, wo ich studiert habe. Das ist schon eine Weile her. Seither ist wahnsinnig viel passiert. Und natürlich kann man hier nicht von Robotik als einmal ganz kurz sprechen. Aber Robotik ist ein riesiges Thema, das auch extrem am Wachsen ist. So, was meine ich mit Robotik? Ich meine damit nicht irgendwie einen Staubsaugerroboter, der wirklich einfach nur nach einem festen Algorithmus eure Wohnung durchläuft. Sondern, da gehört ja so viel mehr dazu. Wir meinen humanoide Roboter. Wir meinen sowas wie Roboter, die bei OPs benutzt werden. Wir meinen sowas wie 3D-Druck. Ist auch eine Art von Robotik, wenn man es genau nimmt. Und all das ist gar nicht so ohne. Das ist, ja, wir gucken uns einfach an, was Nvidia da gemacht hat. Nvidia nennt das Ganze Physical AI. Also im Sinne von physisch agierende KI-Tools, wenn man so möchte. Und hier sehen wir übrigens, das ist ein Beispiel für einen OP-Roboter, also einen Surgical Robot, der in dem Fall eine Tube verlegen muss. Und das kann sehr, sehr feinmechanische Arbeit sein, die Menschen fast nicht machen können, weil wir halt doch ein Grundzittern haben. Und ja, Roboter können das vielleicht dann irgendwann machen. Natürlich sind die in dem Sinne nicht direkt im Einsatz, sondern werden extrem viel getestet und alles. Und dazu braucht man auch wahnsinnig viele Trainingsdaten. Fast noch ein bisschen mehr als für Text, würde ich behaupten, weil die Aufgaben so komplex sind. Und hier reden wir von mehreren Modellen, die zusammengreifen. Also klar, natürlich, man kann erstmal für jeden Roboter was Einzelnes machen, man kann aber auch eine Art humanoiden Roboter bauen und dann erwarten wir, so eine arbeitet übrigens auch schon bei BMW in der Fabrik, wir erwarten, dass der dann Sachen beigebracht bekommen kann. Also Aufgaben, zum Beispiel so drehst du die Schraube rein und so bohrst du ein Loch irgendwo rein. Das erwarten wir. Das heißt, wir müssen die allgemein bauen. Und das meint eigentlich Robotik in dem Sinne. Nicht, dass wir super spezifische Anwendungsfälle bauen, das auch, das ist aber deutlich einfacher, sondern dass wir Roboter bauen, humanoid eventuell, muss aber nicht das Limit sein, wo wir wirklich Trainingsdaten für haben, also sprich 2 Arme, ne? Das sind schon mal gute Trainingsdaten. Und dann können wir das übertragen auf diesen humanoiden Roboter. Der muss aber natürlich trotzdem erkennen, was ist denn eigentlich im Raum drin, muss die Anweisung verstehen und so weiter und so fort. Da gehört wahnsinnig viel dazu. Und deswegen hat Nvidia jetzt auch gerade Cosmos vorgestellt. Das war tatsächlich heute Nacht, fairerweise, wo sie Cosmos vorgestellt haben als eine Art Open World Foundation Model. So, was meint das? Ein World Foundation Model, das hört man jetzt immer wieder, ist eine Art Modell, das versteht, wie die Welt funktioniert.
Das hört sich auf der einen Seite einfacher an, als es ist, auf der anderen Seite schwerer an, als es ist. Im Grunde meint das, es versteht physikalische Zusammenhänge. Das heißt zum Beispiel in dem Fall von diesem Video hier, beziehungsweise von dem, was der Roboter hier sieht, wir können das, was wir in der echten Welt sehen, nämlich hier diese Lenkräder und die Kiste, die können wir in Objekte umwandeln. Objekte, die dann auch verstanden werden von dem KI-System. Ihr macht das völlig nativ in eurem Gehirn. Wenn vor eurem, sagen wir mal, ihr sitzt gerade am PC und guckt dieses Video, wenn auf eurem Schreibtisch gerade eine Maus liegt, dann könnt ihr sagen, wo die Maus aufhört und wo zum Beispiel das Mauspad anfängt. Ich nehme hier meine eigenen Beispiele. Und könnt dann auch sagen, was ihr jetzt tun müsst mit eurer Hand, nämlich die Hand auf die Maus legen und dann diese Maus hier bewegen. So, das sind eure nativ gelernten Beispiele. Aber ihr musstet trotzdem das Ganze auch selber ausprobieren. Ihr musstet das auch selber lernen im Endeffekt. Und das Schwierige ist, tatsächlich hier zu sagen, ich habe die Möglichkeit, das auszuprobieren. Klar, jeder kann seine Hand auf eine Maus legen und die dann rumbewegen. Das ist einfach. Was machen wir aber, wenn wir Edge Cases behandeln wollen? Und wir müssen Edge Cases behandeln, wenn wir um allgemeine Robotik reden. Also, sprich, Cosmos ist jetzt dazu da, um aus 3D gebauten Umgebungen, Spielen also quasi, und Nvidia ist ja fairerweise sehr, sehr tief im Gaming drin auch, Cosmos baut aus diesen 3D-Umgebungen Videos mit korrekt umgesetzter Physik. So, das bedeutet, ich kann Szenarien herbeiführen und habe, tada, synthetische Trainingsdaten für mein KI-System. So, was bedeutet das? Nehmen wir an, ich habe eine Autosimulation aus dem Fahrercockpit oder von mir aus auch direkt aus den Kameras, die im Auto eingebaut sind. Das kann ich ja einfach bei einer Simulation so setzen, wie ich das möchte. Und kann Situationen herbeiführen, die es so in der echten Welt sehr, sehr selten gibt. Also ein Beispiel, zum Beispiel eure Kamera im Auto ist mit Eis bedeckt. Die Sonne blendet euch in die Kamera rein und dann kommt dummerweise auch noch, die ganze Landschaft ist mit Schnee bedeckt, kommt ein weißer LKW und nimmt dir die Vorfahrt. So, wie reagierst du? Als Mensch, ganz schön schwieriges Thema, deswegen dürfen wir nicht mit vereisten Fenstern fahren, beziehungsweise mit einer vereisten Frontscheibe fahren. Als KI-System, das vielleicht selbstfahrend ist, sollte man aber trotzdem in der Lage sein, das zu erkennen. Oder zumindest erkennen, dass die Kamera mit Eis bedeckt ist. Und genau so eine Situation herbeizuführen, ist manchmal sehr, sehr schwer, je nachdem, welche Randsituation man zusammenbauen möchte. Vielleicht habt ihr dann eine Erkennung drin, dass da Eis auf der Kamera ist. Gut, dann wird gesagt, ich kann nicht fahren. Oder du machst das Eis einfach weg. So, dann kratzt dir die Kamera frei. Wunderbar. Und dann haben wir aber trotzdem noch das Problem, vielleicht blendet uns die Sonne und ein weißer LKW bei Schnee nimmt uns die Vorfahrt. Wie reagieren wir? So, das sind Randfälle, die sehr, sehr selten eigentlich in Trainingsdaten vorkommen, nämlich quasi gar nicht, weil es gibt dann meistens einen Unfall. Und deswegen müssen wir irgendwie damit umgehen können. Mit Cosmos und mit KIs, die sowas Ähnliches tun, können wir aber solche simulierten Situationen fotorealistisch herbeiführen. Das heißt, wir haben eine Simulation und die sieht aber aus, als wäre sie komplett echt. Und das ist ein großer, großer Gamechanger, weil jetzt habe ich plötzlich einfach künstliche Daten, die ich für mein Training verwenden kann. So, und naja, wenn ich künstliche Daten habe, die ich für mein Training verwenden kann, dann kann ich die ja natürlich auch benutzen, um einfach meine KIs besser zu machen. Und auch dafür hat Nvidia schon eine Lösung vorgestellt, das nennt sich Workflows. Da gucken wir irgendwann separat nochmal rein, weil Nvidia hat mittlerweile so ein Ökosystem, es ist unfassbar. Aber ja, da gucken wir irgendwann separat rein. Und die Idee ist, aus einem Videomodell, also ein VLM, ein Video Language Model, dass wir nicht direkt Sprache produzieren, sondern eben auch eine Action produzieren. Das heißt, ein Action-Modell bauen, das uns eine Handlung vorschlägt. Also eine Handlung, die uns sagt, hey, wenn die Kamera mit Eis bedeckt ist und es blendet uns was und wir wissen einfach nicht, was gerade Sache ist, fahren wir vielleicht extra langsam und dann haben wir noch andere Sensoren, die dann abmessen, wie weit vor uns zum Beispiel kein Objekt ist, zum Beispiel kein LKW. Und wenn wir eben nur 30 Meter vor uns sehen können, dann müssen wir halt so fahren, dass wir innerhalb von 30 Metern anhalten können, falls uns ein LKW die Vorfahrt nimmt. Also solche Actions werden dann vorgeschlagen, zum Beispiel in dem Fall einfach langsamer fahren. Jo, und das muss man natürlich, wenn man allgemein
Robotik bauen möchte, muss man über all diese Themen nachdenken und muss für all diese Situationen Lösungen finden, beziehungsweise Lösungen trainieren oder Lösungen erlernen. Und auch wie gesagt, dafür erwarte ich eigentlich im nächsten Jahr extreme Fortschritte, vor allem weil wir jetzt mittlerweile sehr starke Hardware haben. Wie gesagt, es wurde ein System vorgestellt, das 400 Milliarden Parameter einfach auf meinem Schreibtisch ausführen kann, was so stark ist oder deutlich stärker ist als GPT 3.5 zum Beispiel, und seither hat sich einiges getan. Und deswegen, ich glaube, dass hier sehr, sehr viel passieren wird, jetzt gerade in diesem Jahr, in 2025. Unter anderem übrigens, China hat auch vorgeschlagen bzw. gesagt, dass sie eigentlich jetzt dann demnächst mal anfangen wollen, humanoide Roboter in Masse zu produzieren. Wie weit wir da sind, wissen wir noch nicht. Es ist schon noch in der Forschung drin, aber man kann davon ausgehen, dass da viel passiert. So, und damit kommen wir zum letzten Punkt. Und auch hier sind diese ganzen Video- und teilweise auch Robotikforschung Voraussetzung, dass wir wirklich weitermachen können. Es ist wie so eine Art logische Schrittfolge sozusagen. Und zwar mit AI-Agents. AI-Agents führen Dinge für euch aus. Im Normalfall Dinge, die ihr am Schreibtisch macht, muss aber nicht darauf limitiert sein, wobei wir dann normalerweise eher von Robotik sprechen. Was bedeutet das? Ich habe euch hier mal eine sehr längliche Definition von Googles neuesten Paper, auch übrigens aus diesem Jahr, also 2025. Das haben die schon rausgehauen, ich weiß nicht warum, aber ich werde das mal für euch versuchen, ein bisschen einfacher zusammenzufassen, okay? Wenn ihr es wollt, dann geht zurück und macht kurz Pause, lest es euch durch. Im Grunde genommen meint das aber Folgendes. Sie haben versucht zu unterscheiden, was ist jetzt ein AI-Agent und was ist ein stinknormales LLM oder ein stinknormales KI-Modell. Und die große Unterscheidung für Google war, dass hier Tools angebunden werden können. Sprich, dass man mit Externem irgendwie interagieren kann. Das bedeutet, wir haben nicht nur Text oder nicht nur die Informationen, die ihr dem Modell gebt als Eingabe, sondern wir können uns auch noch von woanders Informationen suchen. Das kennt ihr schon, das nennt sich Websuche. Das hat sowohl Gemini hat das schon, als auch ChatGPT hat das, Perplexity hat das, all diese Systeme haben das. Die googeln für euch oder suchen im Endeffekt das Web und nehmen die Informationen, die sie finden, und packen sie in die Antwort rein. Das meint aber auch, dass die Tools zum Beispiel angebunden sind an andere Anbieter. Und da ein kleines Beispiel, von dem ich persönlich nicht so begeistert bin, aber das ist ein anderes Thema. ChatGPT, die Websuche zum Beispiel, die ist nicht eine reine Websuche, die zum Beispiel Bing-Suche verwendet und dann die Ergebnisse liest und euch wieder gibt. Nein, die ist auch angebunden an die Programmierschnittstelle von beispielsweise Bild, also der Nachrichtenzeitung Bild. Und wenn ihr nach den neuesten Nachrichten fragt, dann geht ChatGPT her und fragt einmal bei Axel Springer nach, hey, was ist denn gestern passiert? Und dann kriegt ihr die Ausgabe und die wird euch angezeigt. Das heißt, es ist nicht nur eine reine Websuche, sondern manche Anbieter sind auch direkt angebunden an ChatGPT. Das meint diese externe Information. Hier ist natürlich super schwierig, welche externen Anbieter möchte ich denn in meinem AI-Agent angebunden haben. Ich persönlich hätte jetzt nicht unbedingt auf Bild gesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist das eine. So, das nächste ist, die Modelle haben zwar Zugriff auf diese externen Informationen oder die externen Tools, wie Google sie genannt hat, aber woher weiß ich denn, welche Tools ich verwenden soll? Auch als Ausgabe übrigens wieder. Ausgabetools meint sowas wie, ihr könnt zum Beispiel auch einen Flug buchen, eine Navigation starten und so weiter und so fort. Sachen, die ihr beispielsweise mit dem Google Assistant oder auch mit Siri schon machen könnt. Das meint auch hier diese Tools-Definition. Und um zu entscheiden, welche Tools zum Informationen beziehen und auch zum Wiederansprechen genutzt werden, dazu muss laut Google ein Modell mit Reasoning reinkommen. Also sowas wie ChatGPT o1. So, und hier kommen wir zu dem Punkt, wo wahrscheinlich ChatGPT noch nicht ist, nämlich ein Reasoning-Modell mit externen Informationen und Tooling verbinden. Das haben die auch noch nicht gemacht. Wäre ein Gamechanger, wäre krass. Ich freue mich drauf, wahrscheinlich wird es dieses Jahr kommen, aber wir wissen es noch nicht. Gemini wird das dieses Jahr ziemlich sicher machen. So, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, von externen Informationen zu beziehen. Wir haben aber vor allem die Möglichkeit, uns einen Plan zu bauen, was wir genau machen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu Gemini sage, mach mal hier eine Navigation nach Hause
und sagt zu Hause schon mal Bescheid, dass ich bald ankomme. Dann wird erstmal gereasoned, also argumentiert, was genau getan werden soll. Es würde Maps als externes Tool aufrufen, würde dort nachschauen als Informationsquelle, was mein Zuhause ist, würde dann die Navigation zu diesem Nachhause starten, also ein externes Tool, würde dann aber auch hergehen und schauen, wie ich Menschen zu Hause benachrichtige. Das muss ich irgendwie hinterlegen dann in meinem Home beispielsweise und würde dann eine Nachricht passend dafür an mein Home schicken. Das wäre eine typische AI-Agent-Aufgabe und fairerweise in Ansätzen funktioniert genau das mit Siri oder auch mit Google schon. Und da wird natürlich noch sehr viel mehr reingepackt werden. Manches davon klappt schon. So, das ist jetzt Googles Definition. Ja? Ich habe gleich noch mal andere Definitionen für euch. Ich will euch das aber mal ganz kurz zeigen. Google sagt, dazu sind Extensions nötig. Und fairerweise auch Siri macht genau das, zeige ich euch gleich. Das bedeutet, jedes einzelne Tool, was ihr verwenden wollt, muss angebunden werden an den AI-Agent. So, der AI-Agent meint hier ziemlich sicher im Fall von Google Gemini. Das bedeutet, in Gemini ist ein Modell hinterlegt, Gemini Advanced beispielsweise, das kann argumentieren, so wie ChatGPT o1, das heißt, es baut sich einen Plan, was es machen möchte und kann das dann durchführen. So, und jetzt kommen diese ganzen Extensions. Das heißt, die Extensions sind eine Art Verknüpfung zwischen dem, was ihr sagt und dem, wo wir nachher wirklich die Action ausführen können, das Tool im Endeffekt. Das heißt, eine mögliche Extension wäre eine Verknüpfung zwischen dem AI-Agent, also Gemini, und der Google Flüge API und der Google Maps API und der Google Wetter API. Das heißt, da sind im Endeffekt die Informationen, beziehungsweise da kann ich die Action hinstellen, genau hier. Und AI-Agent kann die aber nicht direkt ansprechen, das wäre zu kompliziert, würde zu oft schief gehen, sagt Google. Und deswegen brauchen wir hier diese Extensions. So, das kann man jetzt so machen. Und wie gesagt, das macht auch Siri genauso. Entwickler müssen bei Siri, das macht nicht Apple selber, sondern Apple sagt einfach zu den App-Entwicklern, ey, sagt uns, wie wir mit eurem Tool interagieren können und dann machen wir das. Und deswegen muss jeder App-Entwickler bei Apple muss eine Art Schnittstelle bei sich einbauen, damit Siri damit interagieren kann. Ist okay, aber ist halt limitiert. Derjenige, der das nicht in seine App einbaut, mit dessen App könnt ihr halt nicht interagieren. Das geht einfach nicht. Und wenn Google sich nicht entscheidet, eure API, eure Extension sozusagen zu bauen oder euch das zu ermöglichen, dann könnt ihr damit nicht interagieren. Das sind harte Limitierungen, die wir eigentlich von einem AI-Agent so nicht erwarten. Ein anderes Beispiel für einen AI-Agent kommt daher von Claude. Claude kennt ihr vielleicht noch, das ist ein alternatives Large Language Model zu ChatGPT und zu Gemini. Claude ist von Anthropic und ziemlich mächtig, fairerweise. Muss man auch einfach mal so erwähnen. Und sagen wir mal, ihr habt einen Agent, der so aussieht. Dann ist eure Anweisung zum Beispiel, ihr habt das Ding einfach bei euch als Desktop-App installiert und dann sagt ihr, lösch mal bitte die Dateien im Papierkorb. So, was jetzt passiert ist, es baut sich einen Plan, nämlich erstens, zweitens, drittens und viertens, was es genau machen muss, damit die Dateien im Papierkorb gelöscht werden. Das ist ja eine mehrschrittige Aktion. Und genau die wird dann durchgeführt, indem man Claude Computer Use beispielsweise verwendet. Claude Computer Use ist aktuell Beta und tatsächlich in der Lage, einfach von der Schnittstelle direkt mit eurem PC zu interagieren. Also wirklich direkt. Das klickt dann auf eurem PC rum und das kann rechts klicken, das kann links klicken und das wird eben von der KI gebaut, also wo genau man draufklicken soll, was man eingeben soll, das kommt von diesem Large Language Model Claude. Das ist sehr, sehr beeindruckend, funktioniert aber leider nicht ganz so gut, also nicht so zuverlässig. Einfache Aufgaben kriegt es hin, aber sehr komplexe, große Aufgaben, die sind sehr, sehr schwierig. Also, was heißt das für AI Agent? Es gibt, sage ich mal, 4 Agents, wenn man das so möchte. Und das ist auch wieder so eine Art Stufenprozess. Vielleicht fehlt da auch noch das eine oder andere, aber ja, im Groben würde ich sagen, das ist so die reinen Rangfolge, wenn man so möchte. Zunächst einmal haben wir ChatGPT Websuche. Das heißt, einfach ein ganz stinknormales Tool. Ihr könnt von extern einfach Informationen beziehen und euer Modell schreibt euch dann Text als Zusammenfassung.
Das ist relativ simpel und man kann ja an ChatGPT auch Code zum Beispiel anbinden, dass dann etwas ausgeführt wird. Das geht mit den GPTs und das ist eigentlich schon eine Art Agents-Arbeit, wenn man die Definition von Google verwendet. Ein bisschen umständlich natürlich, aber es funktioniert. Und das zweite wäre dann aber tatsächlich zu sagen, okay, wir bauen uns ein eigenes Ökosystem mit Agents auf. Das heißt, Apps oder Anwendungen, externe Dienstleister, zum Beispiel eben Bild, zum Beispiel aber auch die Google Flüge API oder Google Maps oder, die sind angebunden an das KI-Tool. Zum Beispiel Gemini hat schon die Google Maps API, den Kalender angebunden und auch YouTube übrigens angebunden, die man da drin direkt verwenden kann. Und das geht nur, wenn das Ökosystem damit macht, also wenn Gemini euch das erlaubt oder wenn zum Beispiel Apple sagt, ihr dürft dafür eine Schnittstelle programmieren. Das ist die Limitierung. Da entscheiden die Hersteller des KI-Modells oder der KI an sich, des Agents, was genau damit interagieren darf. Und das bedeutet für euch ganz klar, es wird sehr lange dauern, bis da wirklich alles angebunden ist und bis dorthin wird es einfach nur schlecht benutzbar sein. Der Assistant kann nicht mit meiner Einkaufs-App zum Beispiel interagieren, weil er sich weigert, obwohl die Einkaufs-App mal funktioniert hat. Was ein bisschen schade ist. So, und dann gibt es echte Agents, oder zumindest von meiner Seite aus echte Agents, die bedienen einfach den PC oder euer Handy, euer Smartphone, was auch immer, bedienen die so, als wärt ihr wirklich dort. Sprich, die swipen, die klicken, die tippen, so wie ihr das machen würdet. Das ist super invasiv und irgendwie ein bisschen gruselig und geht vor allem sehr, sehr häufig schief. Aber theoretisch brauche ich dann keine drumherum schreiben. Ich brauche keine Extensions. Ich muss die App-Entwickler nicht fragen, ob ich mit ihrer App interagieren darf, sondern ich mache das einfach. Ich bediene ja den PC so, wie ein Mensch den PC bedienen würde als AI. Und dementsprechend, wer soll mich daran hindern, einfach mit der Webseite zu interagieren? Das kann ja ein Mensch auch machen. Und das Letzte, das habe ich nur so am Rand vorgestellt, das sind hybride Agents. Wie gesagt, es geht sehr, sehr häufig was schief, wenn ich einfach sage, hey, klick mal bitte auf Fenster schließen. Dann wird der Button erstmal gesucht, aber vielleicht habe ich mehrere Bildschirme, was ich hier habe. Ja, welches Fenster soll ich denn entschließen? Welches ist das Richtige? Das da? Das da? Das da? Das da? Keine Ahnung. Und dann gibt es mehrere Buttons, die ähnlich aussehen, deswegen geht da sehr, sehr viel schief. So, hybride Agents meint sowas wie, die schreiben Code, um die Bedienung so einfach wie möglich zu machen. Den Code führen die dann auch teilweise live aus. Und wenn man halt wirklich was in der Oberfläche anklicken muss, zum Beispiel eine Webseite, dann schreiben die sich dann auch eher Code, um die Webseite direkt über JavaScript zum Beispiel zu steuern. Das wäre dann eher so eine Art programmatischer Zugriff darauf. Und auch das würde funktionieren. Das wäre wahrscheinlich zuverlässiger, weil man den Bildschirm nicht analysieren muss die ganze Zeit. Braucht aber sehr, sehr viel mehr Rechenleistung. Und genau das ist das Problem bei Agents aktuell. Fairerweise, das würde ich sagen, ist kein echter Agent, weil es tut nur bedingt Dinge für mich. Hier müssen die Entwickler ran und müssen selber eine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wenn ich die UI verstehen soll, also das, was ich sehe, dann ist das ein super, super schwieriges Unterfangen und gar nicht leicht. Und deswegen gibt es das auch nur bisher in der Beta und auch wirklich nicht gut. Und wenn ich so einen hybriden Agent baue, der wirklich für alles Code schreibt und den dann einfach ausführt, dann ist das natürlich A, sehr, sehr gefährlich aus einer Security-Perspektive, aber B, ist es auch unfassbar teuer. Und deswegen ist das noch etwas, woran stark gearbeitet wird. Und ja, ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr viele Fortschritte machen werden. Okay, ich fasse also noch mal ganz kurz zusammen. Videos zu verstehen, das ist eine Art Grundlage, die wir jetzt dann brauchen, wenn wir in Robotik und in Agents rein wollen. Wie gesagt, die Oberflächen zu verstehen, mit denen ihr interagiert, das ist auch ein Videoproblem und das müssen wir irgendwie erst verstehen, bevor wir da weitermachen können. Videos zu produzieren hingegen ist auch ein Thema, was für Robotik extrem wichtig ist und was wir da natürlich auch irgendwie brauchen. Das heißt, die harmonieren stark miteinander. Aber Robotik ist auch in anderer Form so ein bisschen drumherum geschifft, indem wir sagen, hey, wir haben eine 3D-Welt und wenn die fotorealistisch aussieht, dann können wir das auch als Trainingsdaten nehmen und daraus kann zum Beispiel unser selbstfahrendes Auto, unser humanoide Roboter, kann daraus lernen. Es gibt auch Ansätze, wo man dann die Vision Pro, also die von Apple, die VR-Brille, einfach aufsetzt und dann selber mit den Händen interagiert und dann darüber eine KI trainiert.
die dann etwas tun soll und einem Roboter beispielsweise was beibringt, aber auch das ist natürlich noch in den Kinderschuhen. Und Agents sind ein weiteres Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da dieses Jahr sehr viel mehr sehen werden. Möglichst viel soll automatisiert werden, möglichst viel soll direkt gemacht werden können, ohne dass man irgendwelche komplizierten Erweiterungen braucht. Und ja, da sind wir dann entweder noch stärker vom Ökosystem eines Anbieters abhängig oder natürlich, es funktioniert vielleicht nicht ganz so gut. Das sind noch Probleme, die wir lösen müssen. Und ja, die natürlich auch sehr lukrativ sind. Denn wenn ich meinen PC fernsteuern lassen kann, klar, dann ist das für einen Bürojob oder für einen Chef, der einen Bürojob automatisieren möchte, sehr, sehr viel wert. Und deswegen sind die da wahrscheinlich auch bereit, diese genannten 2.000, 3.000 Euro im Monat vielleicht auszugeben. Wenn es denn wirklich 24/7 und schnell und auf mehreren Rechnern läuft, dann, ja, dann ist das nicht unbedingt eine große Summe. Alles in allem, ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe natürlich eine grobe Ahnung, in welche Richtung wir uns da gerade bewegen. Aber ich bin sehr gespannt, ob wir das auf eine gute Art und Weise bekommen oder ob wir da vielleicht nochmal ein bisschen gegensteuern müssen. Aber nur, dass ihr davon auch mal gehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, das wird auch ein spannendes Thema werden. Ich habe da schon eins. Bis dann, macht's gut. Ciao.